Rossingen im Schwabenland besitzt eine lange Tradition als Musikstadt. Schon vor 100 Jahren rühmte sich die Firma Hohner als die größte Mundharmonika- und Akkordeonfabrik der Welt. Die Firma produzierte ihre Instrumente damals noch mitten in der Stadt. Doch dort wurde es ihr bald zu eng. Heute ist auf dem ehemaligen Fabrikgelände zum Beispiel das Deutsche Harmonikamuseum untergebracht. Die neue, größere Produktionshalle steht jetzt am Rand der Stadt. Und hier werden noch immer täglich Tausende von Instrumenten hergestellt. Gerhard Müllers Vater war einst Betriebsgärtner bei Hohner. Er selbst ist Produktmanager und führt uns durch den Herstellungsprozess einer Mundharmonika mit Klassikerstatus. Hallo, morgen. Hallo. Und alles gut? Ja, soweit? An dieser Maschine stellt Vjacheslav Müller heute die Deckel dafür her. Und zwar im Sekundentakt. Nach Musik klingt das erst einmal nicht. Hat eine industrielle Fertigung wie diese eigentlich überhaupt noch etwas mit Handwerkskunst zu tun? Klar, es ist Handwerkskunst, aber es ist auch hier Handwerkskunst. Man darf halt nur nicht vergessen, Hohner produziert im Jahr größtenteils nur 1 Million Mundharmonikas. Das kann ich natürlich nicht an die Werkbank jeden Deckel einzeln dengeln, sondern man braucht natürlich schon ein bisschen Equipment mit großen Stanzmaschinen und mit den passenden Werkzeugen dazu. Okay, dann schauen wir uns die Sache mal genauer an. An der Maschine ist ein sogenanntes Folgeverbundwerkzeug, wo in einem Werkzeug mehrere Arbeitsschritte passieren. Das heißt, das Rohmaterial ist auf dem sogenannten Coil, das wird hinten an der Maschine eingeführt und läuft dann in das Werkzeug rein, und in dem Werkzeug passieren unterschiedliche Produktionsschritte, wo dann der Deckel hinten fertig rausfällt. Der Mitarbeiter, momentan macht er die Deckel der Marine Band 1896, das historischste Instrument der Firma Hohner. Er hat gerade einen Auftrag laufen, der läuft ca. 3 bis 4 Stunden. In der Zeit bekommt er ca. 6000 Deckel aus der Maschine. Also er ist quasi Mechaniker, um eben genau zu wissen, wie muss er diese Werkzeuge in der Maschine platzieren, damit hinterher auch wirklich ein guter Deckel rauskommt, der alle Formgebungen hat und wo auch die Prägungen schön rüberkommen. Die Marine Band 1896, das ist im Prinzip unser wirklich ältestes Modell, was wir immer noch produzieren. Und das war eben das legendäre Blues-Modell, was Muddy Waters, Little Walter, Sonny Terry, die haben das alle gespielt. Und die Mundharmonika ist eigentlich seit 1896 immer gleich geblieben. Selber Aufbau, selbe Materialien und dann auch dieselbe Formgebung natürlich. Und damit sollte dann auch der Klang derselbe sein wie damals. Für den sorgen die Stimmzungen, und die werden hier hergestellt. Das Rohmaterial dafür sieht so aus. Die Metallstreifen sind eine bestimmte Messinglegierung. Damit jetzt aber aus diesem Messingblech eine richtige Stimmzunge hergestellt werden kann, braucht ihr ein sogenanntes Profil. Je nachdem, was für ein Ton hergestellt wird, ein hoher oder ein tiefer Ton, gibt es unterschiedliche Profile. Das ist quasi der normale Streifen, unprofiliert. Und das ist der Streifen, wie eben hier vorne dieses Profil reingefräst wird. Und das ist ganz entscheidend. Wenn das Profil falsch liegt, dann ist der Ton entweder zu hoch oder zu tief. Oder aber die Stimmzunge, die hinterher den Ton produziert, ist zu steif. Das heißt, dann kann der Ton nicht schön klingen. Und deshalb muss man hier exaktes Profil in diese Metallstreifen reinschneiden. Man sollte hier also genau wissen, was man tut. Jeder Mitarbeiter produziert eben seinen Ton für heute. Hier haben wir zum Beispiel den Ton E2 und der Kollege nebendran, der macht vielleicht den Ton G3. Was auf den ersten Blick relativ wenig Unterschied macht. Und hören kann man es vorerst auch nicht. Die Maschine macht einfach ihre Arbeit. Und die klingt immer gleich. Der größte Teil des Materials ist einfach Abfall und wird später wiederverwertet. Doch was am Ende in diesen kleinen Behälter fällt, soll Musikerherzen später einmal höher schlagen lassen. So sehen sie aus, die Stimmzungen für unsere Mundharmonika. Ja, das ist darum, worum es geht, ja. Viktor Schneider muss sich bei der Kontrolle des richtigen Tons nicht auf seine Ohren verlassen, wäre hier ja auch viel zu laut. Mit den Geräten messen wir, was wir hier gefertigt haben. Das heißt, wir haben C,
3. Toleranz zwischen plus 10 minus 40. Also die Zunge muss bestimmte Frequenz haben, Steifigkeit, Symmetrie muss stimmen und Materialstärke an der Spitze. Das ist alles vorgegeben in unserem Auftrag und danach richten wir uns ein. 2 Grad Symmetrie, das ist exakt 0. Ja, die muss nicht nur gut aussehen, die muss auch Töne bringen, die muss auch schwingen. Alles im grünen Bereich. Klingt doch gut. Aber was hat Selçuk Akman mit diesem Sieb vor? Ja, nachdem die Stimmzungen gestanzt sind, werden die quasi in diese Schütte rein, in das Netz. Und da wird dann gesiebt, wie Gold gewaschen, sodass dann die kleinen Abfälle rausfallen und dass wir dann nur noch die reine Stimmzunge dann zur Verfügung haben und dass die dann fertig ist. So sieht also das Gold des Instrumentenbauers aus, zumindest was Mundharmonikas betrifft. Am Ende landet es in diesen Kästen. Und da kommt es später wieder heraus, wenn es an die Weiterverarbeitung geht. Ein ausgeprägter Sinn für Ordnung ist hier extrem wichtig. Die richtigen Stimmzungen müssen ins richtige Fach des Holzregisters. Und wenn das mit allen Tönen für unsere Marine Band 1896 bestückt ist, tritt es seine Reise an, quer durch die Werkshalle zum nächsten Arbeitsplatz. An dem geht es dann zum Glück nicht mehr ganz so laut zu. Das vergleichsweise dezente Klacken ist zwar noch keine richtige Musik, aber schon deutlich angenehmer. Ja, an dem Arbeitsplatz, der wird quasi die Stimmplatte mit der Stimmzunge verheiratet. Hier wird also der Nietstift durch die Stimmzunge und durch die Stimmplatte gedrückt, sodass dann die Stimmzunge auf der Stimmplatte erstmal fixiert ist. Hier sind die langen Schlitze für die tiefen Töne, hier sind die kurzen Schlitze für die hohen Töne. Und die Tamara passt jetzt eben jede Stimmzunge, die richtige Stimmzunge, in den entsprechenden Schlitz ein. Und das nennt man bei uns hier das sogenannte Aufnageln. Auf die Stimmplatte der Marine Band 1896 werden 10 Stimmzungen genagelt. Dafür braucht man schon ein gutes Auge und Erfahrung. Tamara Becker arbeitet seit 27 Jahren bei Hohner. Das Aufnageln beherrscht sie wahrscheinlich schon im Schlaf. Es kommt darauf an, das sind auch Gefühlssache. Muss wissen, wenn ich jetzt aufnagle, ich weiß schon, brauche nicht gucken, ob sie in der Mitte ist oder nicht in der Mitte. Das habe ich schon in den Fingern drin, in die Gefühle. Ich gucke es noch zwar noch mal an, aber ich sehe das schon. Ja, schön, richtig schön in der Mitte. Wie es gehört. Der nächste Arbeitsplatz ist nur ein paar Meter entfernt. In diesen Kabinen werden die Stimmzungen mit den Stimmplatten vernietet. Jetzt sollte alles ganz genau passen, denn was erst einmal vernietet ist, ist fest. Jetzt muss man so die Stimmzunge nahebringen, dass sie richtig in der Mitte schön ist, im Schlitz drin. Schön erst korrigieren, links, rechts, mal gucken, dass sie nie irgendwo streift. Und sobald die Stimmzunge jetzt schön in der Mitte ist und gibt einen Ton, schnappen lassen und dann kann man sie erst fest fixieren. Und nachher immer noch mal kontrollieren, dass sie einen Ton tut. Das klingt doch schon wenigstens ein bisschen nach einem Musikinstrument. Wenn die Stimmzungen aufgenietet sind, werden sie gelöst. Das Lösen ist folgender Prozess. Nach dem Vernieten kann es sein, dass die Stimmzunge im Schlitz der Stimmplatte drin hängt. Also das ist quasi die Zunge, die durch die Platte durchschwingt. Wenn die Stimmzunge zu tief ist, dann kann sie ja nicht anfangen zu zirkulieren, wenn man ins Instrument reinbläst oder zieht. Das heißt, der Abstand muss eingestellt sein, die Stimmzunge muss etwas höher sein wie die Oberfläche der Stimmplatte. Und das ist das Lösen, das Justieren der Stimmzunge auf der Stimmplatte.
Die ganz tiefen Töne werden etwas höher gelöst, die höheren Töne, also die kürzeren Stimmzungen, die werden etwas tiefer gelöst. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich die Zunge zu hoch gelöst hätte, dann zirkuliert eigentlich nur Luft, bevor die Stimmzunge dann überhaupt anfangen kann zu schwingen. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass die Stimmzunge je nach Ton, je nach Tonhöhe den richtigen Abstand bekommt und das wird hier bei diesem Lösevorgang eingestellt. Anja Nitsche braucht für diese Arbeit ein gutes Auge, viel Geduld und vor allem eine ruhige Hand. Der nächste Arbeitsplatz ist der erste, bei dem es ganz aufs Gehör ankommt. Nicole Streit hört sich die Töne der einzelnen Stimmzungen ganz genau an. Wenn ich jetzt die Instrumente aus der Fertigung so bekomme, dann werden sie noch verstimmt, dann klingen die noch nicht in sich harmonisch. Das heißt, es muss jede einzelne Stimmzunge nochmal gestimmt werden. Es gibt auf der Maschine, da gibt es ein sogenanntes Referentblatt oder ein Masterblatt mit den richtigen Tönen. Jeder Ton wird quasi gezogen, dann klingen zwei Töne gleichzeitig. Der Ton der Masterplatte und der Ton der zu bearbeitenden Stimmplatte. Und dann hört man eben, sind die in sich schlüssig, sind die genau gleich gestimmt. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird vorne eben an der zu bearbeitenden Stimmzunge wird Material weggefeilt. Je nachdem, ist der Ton zu tief, dann wird am vorderen freischwingenden Ende Material weggetragen oder abgefeilt, dann geht der Ton nach oben. Und wenn der Ton dann zu hoch sein sollte, kann ich am hinteren, am genieterten Ende Material abtragen, dann wird der Ton wieder tiefer. Den Lärm der Werkshalle haben wir hinter uns gelassen. Hier geht es endlich ganz um den guten Ton. Aber ein bisschen eintönig ist freilich auch dieser Job. Abwechslungsreicher ist da schon die Arbeit in der Servicewerkstatt. Nächste Kuh. Manche Instrumente müssen einfach nur überprüft werden. Jetzt mal die Bassseite, ne? Andere werden komplett zerlegt und repariert. Vor allem bei den Akkordeons von Hohner ist es eine anspruchsvolle Arbeit. Aber es kommen durchaus auch viele Mundharmonikas in die Servicewerkstatt. Im Grunde geht es hier um dieselben Arbeitsschritte wie in der Werkshalle, nur dass alles reine Handwerkskunst und keine Fließbandarbeit ist. Eher Problemsuche. Wo liegt das Problem bei der Mundharmonika, die Gabriele Konzelmann gerade bearbeitet? Die Ventile haben sich da gelöst und waren durch die Beanspruchung, sind die nämlich schön aufgelegen. Und dann muss man halt auch den Löseabstand wieder korrigieren, damit die Stimmzungen wieder frei schwingen können. Das ist eine Larry Adler Professional, die wird aber nicht mehr produziert. Und dadurch haben wir auch sehr viele Anfragen, damit die Kunden wieder ihr geliebtes Instrument haben. Die Larry Adler besitzt im Gegensatz zur Marine Band 1896 Ventile. Diese kleinen weißen Streifen sind, fürs bloße Auge kaum sichtbar, genoppt. Wozu dient das?
Der Speichel, der setzt sich in diesen Noppen ab und das Ventil klebt somit nicht auf der Stimmplatte an. Also es wäre jetzt, wenn das ein glattes Ventil ist und wird nass, dann klebt es an und verzögert den Ton, die Tonansprache. Und der Spieler wäre mit Sicherheit nicht glücklich, wenn das während dem Auftritt passieren würde. Und dadurch sind die Noppen drin, damit sich der Speichel absetzen kann. Und wenn das dann wieder trocknet, dann ist das wieder alles in Ordnung. Und wenn wirklich alles in Ordnung ist mit dem guten alten Instrument, dann werden die Einzelteile wieder zusammengesetzt und verschraubt. Bei der Larry Adler ist auch das ein bisschen komplizierter. Als chromatisches Instrument, das Halbtöne spielen kann, besitzt sie einen Schieber. Den gibt es bei der Marine Band 1896 nicht. Wenn alles sitzt, wird das Instrument noch einmal getestet. Desinfiziert und gereinigt. Doch von der schönen Larry Adler zurück zu unserer historischen Marine Band 1896 und zurück in die Werkshalle. Hier werden die Stimmplatten auf dem sogenannten Kanzellenkörper befestigt, der das Instrument in einzelne Luftkammern unterteilt. Er sieht aus wie ein Kamm und besteht bei der Marine Band 1896 aus Birnbaumholz, feinporig und formstabil. Im Gegensatz zu den meisten anderen Instrumenten wird hier genagelt und nicht geschraubt. Schrauben ist natürlich sicherlich sinnvoller für Servicezwecke. Man kann es einfacher wieder demontieren, richten, dann wieder zusammenschrauben, das geht. Aber das traditionelle Modell Marine Band 1896 war eben zu Beginn schon genagelt und das haben wir weitergeführt bis ins Jahr 2021. Die Maschine ist mit einem großen Vorrat an Nägeln ausgestattet. Immerhin müssen auf jeden Kanzellenkörper 2 Stimmplatten genagelt werden. Diesen Arbeitsgang erledigen mehrere Mitarbeiter gleichzeitig. In der Reihe, das sind 2 Damen, die eben die Stimmplatten auf das Holz draufnageln. Und der Arbeitsgang hinten links, wenn man den erkennen kann, das ist die Dame, die die Deckel auf diese Mundharmonika draufnagelt. Das sind also dieselben Modelle, aber eben 2 unterschiedliche Arbeitsgänge. Hier kommen alle Teile zusammen. Auf die Stimmplatten mit dem Kanzellenkörper werden die Deckel vom Anfang genagelt. Damit ist die Marine Band 1896 vollständig. Aber mit dem Klang der Nagelmaschine ist unser Film natürlich noch nicht zu Ende. In ihrer kleinen Kabine nimmt Sonja Hauser jedes einzelne Instrument noch einmal in die Hand und lässt es klingen. Und weil es eigentlich auch so sein soll, klingt natürlich jedes gleich. Eine eher monotone Arbeit. Na, monoton vielleicht ja, aber ganz entscheidend, denn hier letztendlich ist die Endkontrolle der Mundharmonika. Hier wird also wirklich überprüft, kommt jeder Ton, spielt jeder Ton richtig an, ist er in der richtigen Frequenz, ist er verstimmt. Das ist ganz entscheidend, das ist also wirklich die Endinspektion jeder Rohner Mundharmonika passiert in diesem Raum. Ein kleiner Motor unter dem Arbeitstisch treibt einen Blasebalg an. Der bläst die Luft nach oben durch ein kleines Loch, das den Mund des Spielers ersetzt.
wird nicht jeder einzelne Ton angespielt, sondern immer Akkorde. Und die Kollegin, die Mitarbeiterin, die hat derart trainiertes Gehör. Sie hört genau, fehlt jetzt ein Ton oder spielt er nicht sauber an, ist der verstimmt. Das hat sie also wirklich über viele Jahre hat sie das trainiert und hört genau, welcher Ton möglicherweise ausgefallen sein könnte. Und wenn er ausgefallen ist, wird er entweder direkt von ihr repariert oder aber er geht zurück in die Linie und wird da dann korrigiert, sodass er dann am Ende 100% funktioniert. Und gibt's da manchmal auch Ausschuss? Hören Sie das? Da fällt ein Ton. Da fällt ein ganzer Ton. Wie ist das denn passiert? Oh, da ist vielleicht irgendwie eine Faser drin. Und wenn das im Schliff drin ist, dann funktioniert es nicht mehr. Eigentlich kann man fast froh sein, wenn da mal etwas nicht ganz stimmt. Sonja Hauser arbeitet immerhin schon 46 Jahre in der Endkontrolle. Können Sie auch mal eine andere Melodie spielen? Nee. Auch von oben nach unten. Ja. Naja, war wahrscheinlich nur so ein Gedanke. Wenn die Instrumente fertig produziert und kontrolliert sind, werden sie noch einmal desinfiziert und gereinigt und dann verpackt. Und danach können sie endlich auf ihre große Reise gehen, hinaus aus der Werkshalle und hin zu den Musikern dieser Welt. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.